So, ich grüße euch. Ich check nur noch mal kurz alles ab. Ja, es pulsiert immer noch. Ich probiere mal schnell was. Ich glaube, es wird eh nichts bringen. Ich mache mich jetzt ein bisschen heller. Ist das zu hell? Weil irgendwie die neuen Handys, die Technik, ich komme nicht ganz klar. Naja, ich probiere es mal so. Es tut mir auf jeden Fall leid wegen dem Flackern. So, okay. Ja, es ist da. Es ist da. Es tut mir wirklich leid, Leute. Aber nun gut, fangen wir an. Ich begrüße euch recht herzlich endlich wieder zu einem neuen Video. Es ist jetzt schon 2-3 Monate her. Ich habe mir extra für euch heute in voller Montur der Jahreszeit entsprechend mich in Winterkleidung gehüllt. Ich wollte eigentlich sogar noch so eine Weihnachtsmütze oder so eine Mütze tragen, aber ich glaube, dann wäre ich hier verreckt. Dann wäre ich hier verrückt, weil ich muss immer das Fenster zu haben, sonst ist es zu laut und das Licht ist auch sehr hell und strahlt auch Wärme aus und nachher verrecke ich hier, aber so ein bisschen jahreszeitgemäß. Das letzte Mal, als wir uns alle gehört haben, war ja schon Sommer. Da war noch Sommer. Das war ja das Interview mit meinen Eltern. Genau. Und ja, wie ihr mich kennt, ich habe mir wieder ein kleines Skript gemacht, ein bisschen vorbereitet. Um was geht's heute? Dieses Video wird definitiv nicht so lange gehen wie sonst. Ich hoffe, euch geht's allen gut mit der Corona-Pandemie, dass ihr größtenteils wirklich verschont geblieben seid. Es ist heftig, was jetzt gerade passiert. So auf der ganzen Welt. Jetzt ist ja dann bald ein Impfstoff da und die ersten Impfungen gehen los. Auch hier in der Schweiz spricht man darüber nächstes Jahr. Und ja, so würde mich natürlich auch mal interessieren, so eure Meinung zu diesem ganzen Impfstoffthema. Werdet ihr euch impfen lassen oder nicht? Und wenn nein, wieso? Und wenn ja, gut, das ist ja schon fast selbsterklärend dann, aber vor allem wenn nein, warum nicht? Das würde mich schon mal interessieren. Also ihr dürft es gerne in die Kommentare schreiben. Ihr merkt auch jetzt schon, oh, das hat gar nichts mit den Zeugen zu tun. Genau, darum geht es auch in diesem Video. Also ich habe mir aufgeschrieben, auf jeden Fall, dass ich mich nochmal recht herzlich bei euch allen bedanken möchte für eure Abos, für eure Kommentare, die ihr hinterlässt. Ich habe auch gesehen, ihr seid wirklich sehr, sehr stark daran interessiert. Wie geht es jetzt vor allem weiter? Ich weiß oder ich bin mir bewusst, dass ich ein Format, sage ich jetzt mal in dem Sinn habe, wo auch recht unterhaltend ist. Ja? Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man nicht einfach so irgendwie einen Text runterraspelt oder monoton irgendwie redet zu unseren Brüdern und Schwestern da draußen, als wären wir jetzt da nochmal wirklich in einem Königreichssaal der Zeugen Jehovas und man schläft ein, weil da irgendein Ältester hockt und irgendwie dir was erzählt. Da schlafe ich ein. Jedenfalls ist das so, ich denke, bei den 20ern, 30ern so. Vielleicht die 50-Jährigen, 60-Jährigen, die haben damit kein Problem, die hören sich das vielleicht sogar sehr, sehr gern an. Monoton, Dauerschleife und mit Kopfhörern beim Essen machen oder so, aber ich würde auch gern ab und zu mal was sehen. So, aber ich gehe nur von mir aus, okay? Ich gehe nur von mir aus und ich möchte mich wirklich nochmal bedanken, dass ihr immer noch da seid und zu mir hält. Ja, gut. Das letzte Video, genau, das war jetzt mit meinen Eltern. Ich möchte, oder ich soll sogar auch nochmal wirklich auch Danke natürlich in deren Namen sagen. Was für, ich meine, ihr könnt das selber sehen, klicken wir mal drauf. Das war jetzt, ja, das ist 2 Monate her. Sound ist da. Er ist da. Auf geht's, die Eltern abholen. Alte Gigolo. Okay. Das ist jetzt interessant. Ich weiß nicht, das nervt mich jetzt gerade sehr, weil ich hasse sowas. Ihr wisst, ich bin absolut kein Fan von Werbung. Sei es die religiösen Themen, sei es die Aufklärungsarbeit der Zeugen Jehovas. Man hat gratis bekommen oder frei empfangen, also gibst du auch frei. Und ich weiß nicht, aber ich vermute, dass es einfach YouTube, wo das macht, weil ihr wisst, ich blende keine Werbung ein. Nie. Aber ich mache das ja jetzt gerade über den Laptop, vielleicht ist das auch der Browser, das ist Firefox, weil wenn ich mit meinem Handy das Video anklicke, dann kommt es definitiv nicht. Tut mir auf jeden Fall leid, ja. Der andere da, wie er da lacht. Genau. Ich hoffe wirklich auch, euch hat das Video sehr gut gefallen. Ich habe ja noch nie nachgefragt. Ihr könnt nochmal gern natürlich hier auch kommentieren.
Es ist ein Format, Interview so noch nie gemacht. Ich habe euch ja gesagt, ich liebe es live. Wir haben fast die 6000 Aufrufe, Rekord. Es ist immer noch auf Google Analytics, das sieht man nur als Inhaber. Es ist immer noch auf Platz 1, Rang 1, es geht ab. Also die Leute interessiert das sehr, was die Eltern da gesagt haben und auch wie sie es gesagt haben, vermute ich. Und das fand ich, hätte ich nie gedacht. Mein erstes Interview und dann gerade so. Vielen, vielen Dank euch nochmal. Wenn wir noch kurz in die Details reingehen wollen, auf jeden Fall, schreibt mir doch mal in die Kommentare. Ich kann es mir zwar schon vorstellen, weil ich gehe wieder irgendwo auch von mir aus. Ich hoffe, euch gefällt das. Ich habe mir die Mühe in Anführungszeichen gemacht, aber für euch sehr gern, weil ich möchte nicht einfach billig irgendwas, das habe ich euch schon mal gesagt, irgendwas raushauen, irgendwelche Videos, damit Videos gemacht sind und nachher geht ihr auf meinen Kanal und dann sieht man, oh, der Aaron hat 100 Videos, aber die 100 Videos sind qualitativ, ja, immer wieder geht es ums selbe und du merkst, der kommt mit ausgelutschten Themen, der saugt sich irgendwo was raus, damit er einfach wieder schreiben kann, vor allem über die Zeugen Jehovas oder reden kann. Das werdet ihr bei mir nicht finden, das habe ich euch ja gesagt, ne? Lieber Qualität. Und ich hoffe, und um auf den Punkt zu kommen, ich bin eine Quasselstrippe, ich weiß, euch hat diese Untergliederung, also sogenannte Zeitstempel, gefallen und auch geholfen. Ich probiere auf dem neuesten Stand zu sein, was YouTube betrifft, um das euch auch angenehm zu machen. Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich werde das jetzt unter jedem Video bei mir so machen, damit ihr einfach, wenn ihr sagt, ich will nicht die ganze Zeit labern hören, kommt zum Punkt, was ist das Wesentliche? Ich weiß, Zeit ist kostbar. Dann könnt ihr hier unten in der Timeline einfach draufklicken, also beziehungsweise einfach mit der Maus drüber fahren. Das kann man auch mit dem Handy machen, das ist unfassbar, ich finde das super. Da seht ihr jetzt zum Beispiel, hier ist erstmal nur das Eltern abholen. Auf einmal kommt hier, aha, willkommen und das Intro halt. Und es geht ja hauptsächlich um 10 Fragen in dem Interview mit meinen Eltern. Und dann siehst du hier schon erste Frage, Wahrheit der Zeugen. Dann kommt die zweite Frage, Kontaktverbot, Regel. Und wenn ihr dann da drauf drückt, zum Beispiel jetzt hier Frage, womit kamen die Zweifel, dann hüpft ihr direkt schon in dem Video zu dem Punkt. Ja, ich finde das unfassbar gut und ich hoffe, ihr habt das überhaupt bemerkt in meinem letzten Video. Das werde ich, wie gesagt, ab jetzt immer so machen, weil somit ist man up to date und ich tue euch ja auch vor allem einen Gefallen damit. Genau. Ja, was gibt es dazu noch zu sagen? Vielen, vielen Dank nochmal auch von meinen Eltern aus. Ich meine ebenso, ich glaube Kommentare sind ja immer noch hier unten, genau. Da ging es ja richtig ab. Viele Herzen verteilt. Die mich kennen, wissen ja, ich verteile auch Herzen an die Hater. Es gibt immer die Schlaumeier oder so, die denken, sie sind irgendwie, weiß doch was, ich nicht wichtig. Auch euch gebe ich ein Herz, denn die Liebe versagt nie. Genau, ja. Vielen, vielen Dank nochmal für das Interview. Ich hoffe, es hat euch wirklich gefallen, auch wirklich eben die Untergliederung, alles wie es aufgebaut ist. Ich würde das sonst gern nochmal für euch tun, definitiv. Ja, gut. Aaron getreu, ich gönne mir nochmal kurz Kaffee. Ihr euch auch, wenn ihr möchtet. So, ja, wie ging es jetzt weiter? Ich habe euch ja schon angeteasert, wenn man jetzt zurückgeht natürlich wieder auf meinen Kanal. Ich höre auf. Wohin geht deine Aufmerksamkeit? Okay. Ich hoffe übrigens, ihr habt auch so schönes Wetter wie wir. Wir hatten jetzt gestern Schnee, Punkt auf den 1. Dezember. Ich weiß, jetzt schweife ich gerade ab, aber ja, ist mir gerade so eingefallen. Ich habe mega Freude daran. Genau, ich habe gesagt, ich höre auf. Wohin geht deine Aufmerksamkeit? Das war sozusagen schon wie ja, ein versteckter Hinweis, was ich machen werde, aber auch für dich ein bisschen wieder, weil ich habe euch schon ganz am Anfang, und ich habe ja noch nicht viele Videos, ich habe schon ganz am Anfang erklärt, meine Botschaft, und ich rede wirklich nur von meinem Kanal hier, dem Aaron, ist die, dass ich Leute, die sich für die Zeugen Jehovas in erster Linie interessieren, helfen möchte, dass sie hier Hilfe bekommen. Nicht Hilfe, dass ich mit Leuten chatte oder E-Mails schreibe, weil ich habe auch ein Leben, ich habe Kinder, es tut mir leid, es ist ab und zu, klar sporadisch, kann man mal unter den Kommentaren, da können wir uns austauschen, aber ich könnte mir das nicht leisten, muss ich sagen, wie eine Hotline jetzt zu machen. Ich glaube auch nicht, dass dafür gibt es Profis, ja. Man kann sich austauschen, mal so, ja, aber es gibt wirklich Profis, wenn du Hilfe möchtest,
glaube ich, da gibt es wirklich gute Profis. Und ich sage, ich bin kein Profi, was das Thema betrifft. Wir tauschen uns ja nur hier aus. Ne? Genau. Und du findest bei mir immer klar irgendwo meine Meinung. Das habe ich auch in meiner Description, in meiner Kanalinfo steht drinne. Es ist mega wichtig, dass ihr alle eure von Gott gegebene Willensfreiheit nutzt und eure Meinung raus spreadet. Da bleibe ich dabei, ja. Aber ich komme auch mit Fakten. Wir haben die 4 Argumente, gegen die ihr Zeugen platt machen könnt. Das war ja auch schon jetzt wieder vor einem Jahr. 5 Schritte erfolgreich die Zeugen Jehovas verlassen. Mega wichtig, wenn du Zeit hast, wenn du noch bei den Zeugen eben aktives Mitglied bist und vor allem sogar, wenn du schon ausgestiegen bist, aber du hast diesen Prozess noch nicht durch. Hier, ja. Dann, was ich sehr, sehr gerne mache, Video analysieren, weil da kann man auch Leute widerlegen. Man kann zeigen, guck mal, was der, also das ist so, wie der sich gibt, was der macht, also was er sich widerspricht zum Beispiel, ja, hier der Älteste da damals. So, das mache ich auch sehr gern. Das ist eine Hilfe, aber dann auch natürlich wieder, ich sag jetzt mal, aktiv, ja, und up to date sein, hier mit dem Missbrauchsvorwürfen, ja, wo ein Königreich gestürmt worden ist in den USA, aktuell Corona, was die leitende Körperschaft da wieder den Leuten vermittelt hat. Genau, ja, oder auch mit dem Rassismusfall. Ich meine, klar, das hätte man schon vor 100 Jahren machen können. Ich war da noch nicht geboren und nicht auf YouTube und da gab es auch noch kein YouTube. Aber auch da mit dem Rassismus, jetzt dieses Jahr, ja, als das passiert ist in den USA, auch sehr interessantes Thema und ich meine, die Kommentare belegen es wieder. Viele von euch haben das nicht gewusst, was ich hier wieder rausgehauen habe und euch gezeigt habe. Das wussten viele nicht. Viele waren empört, da ist gerade die Kinnlade runtergefallen. So, was? So, ja, man wacht langsam auf und das ist wirklich aktive Hilfe. Ich vermische das immer mit meiner Meinung, aber ich komme mit Fakten, weil alles andere ist für mich Zeitverschwendung und ein aktiver Zeuge Jehovas, merkt euch das, ein aktiver Zeuge Jehovas, der wirklich vielleicht den ersten, ich habe ja gesagt, Riss in seiner Windschutzscheibe hat, der Geistigen, der wird sich niemals ein Video anschauen über deine persönliche Meinung. Ich weiß, damit werde ich jetzt vielleicht ein Feuer auslösen und die einen denken so, die einen denken so. Ich spreche einfach mal aus meiner Erfahrung, weil ich kann da mitreden. Ich war Zeuge Jehovas und ich kenne ja auch viele Zeugen Jehovas und Ex-Zeugen Jehovas. Ein aktives Zeugen Jehovas Mitglied, wo noch fest an die Lehre glaubt und vielleicht aus irgendeinem Grund auf YouTube gelandet ist, weil er gucken will, was gibt es so über die Zeugen. Vielleicht haben ja eben die auch eigene Videos auf YouTube. Der wird sich niemals ein Video anklicken, wo irgendwie steht, meine Meinung zu, weil der denkt sich so, ich scheiß drauf. Das ist deine Meinung. Aber wenn du mit Fakten kommst, so Moment, das ist interessant, weil viele suchen dann so die Diskussion, die Konfrontation, die Argumentation und sagen, hä, was, 4 Argumente, dagegen hat kein Zeuge. Ich klicke da mal drauf, der kann gar nicht Argumente bringen. Und oh, und dann hast du die Person schon. Hat ein bisschen wie auch was mit Verkauf zu tun, das ist ganz klar. Oder warum keine schwarze Person bei den Zeugen Jehovas sein sollte. So, okay, da klicke ich mal drauf, was labert der? Und nachher komme ich aber mit der eigenen Publikation. Das ist in meinen Augen eine starke Hilfe. Aber ich rede, wie gesagt, auch nur wieder von mir. Ne? Und wie sollte es jetzt weitergehen? Die Zeugen Jehovas waren bei mir im Fokus. Ich habe euch ja dann gesagt, falls für diejenigen, wo es wieder nicht wissen, auf den Tablets und Mobile Phones sieht es, glaube ich, wieder anders aus. Aber man kann da auch drauf. Es hat hier oben ja so eine Überschrift, sage ich jetzt mal, Gliederung. Da gibt es ja Community. Ja? Wenn man da drauf drückt, dort kann ich mittlerweile, ich glaube, das passiert, wenn man 1000 Abonnenten geknackt hat, dann kann man auch Beiträge mal schalten. Einfach mal ein Video, ein Foto, was schreiben, eine Umfrage. Ich finde das mega cool, weil ich bin ja nicht auf Social Media vertreten, außer auf LinkedIn. Und ich weiß, früher, als ich noch Instagram hatte und so alles, da kannst du Stories posten, da kannst du Fotos machen und dann, aber für sowas habe ich einfach keine Zeit. Ja, und hier bei Community ist es relativ ähnlich, mega cool, weil wenn ich euch und die mich abonniert haben, ja, man sieht sogar einen LinkedIn, genau, euch etwas mal einfach zwischendrin, ohne ein Video jetzt zu machen, irgendwas mitteilen lassen möchte, dann kann ich das jetzt hier über die Community machen. Also schaut oft mal in die Community rein.
Falls ihr ja abonniert habt, es gibt ja glaube ich sogar noch nebenbei irgendwo eine Glocke, dann kann man die drücken und aktivieren. Dann kriegt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn ich was hier poste, irgendwie, auch bei den Videos. Ist ja, ihr kennt das. Auf jeden Fall hier in der Community bin ich ja hin und habe Sachen gepostet, ne? So. Und ich glaube, ja, nach dem Video von meinen Eltern kam dann die Umfrage. Und ich möchte jetzt kurz auf diese Umfrage eingehen. Ich habe euch gefragt, weil es mir verdammt wichtig ist. Das ist eigentlich wirklich das Wichtigste und ich schwöre auf alles, was mir heilig ist. Wenn ihr Bekannte von mir kennt, fragt gerne. Ich habe mir so die letzten 2 Monate den Kopf zerbrochen, wie soll ich weitermachen? Weil ich weiß, okay, ich kann reden, das Talent ist da, ich kann unterhalten, ein bisschen Humor dabei, alles gut verpackt, aber wie soll es weitergehen? Was kann ich euch bieten, dass ihr weiter einschaltet, dass vielleicht sogar noch mehr Leute zuhören und dass wir auch so einen Mehrwert davon haben, ohne, und jetzt kommt's, ohne dass ich gegen meine eigene Vorstellung, wie es weitergehen soll und so gegen meinen eigenen Kodex, sage ich jetzt mal, warum ich mit YouTube gestartet habe, dagegen spreche. Es war recht schwierig und ich glaube, und deswegen mache ich heute das Video, ich habe einen Weg gefunden. Ja? Ein großer Schritt dazu war natürlich ganz klar, wende dich an die Abonnenten oder an die Zuschauer. Ihr habt mitgemacht, vielen, vielen Dank. Die Umfrage, geht's noch, läuft's noch? Ja. Die Umfrage war sehr interessant. Ich habe ein paar Themen mir aufgeschlagen. Ich wollte natürlich auch so fair sein und euch die Möglichkeit geben, weiter mit den Videos zu den Zeugen Jehovas auszuwählen. Aaron, wie soll es weitergehen? Tabuthemen, jetzt wird offen geredet. Damit meine ich eher so, ja, ich weiß doch auch nicht, das könnt ihr euch dann ausdenken. Habe ich mir gedacht, das sind wirklich Tabuthemen, Frauen in der Religion, haben die da überhaupt was zu sagen? Frauen in der Gesellschaft, sexuelle Vorlieben, Homosexualität, ist Gott fair oder nicht fair? So, wisst ihr, was ich meine? Das sind so Tabuthemen. Reden wir offen darüber. Dann Vlog, mehr aus deinem Alltag. Da habe ich mir gedacht, okay, gut, das ist ja so die typische YouTube-Schiene. Es gibt oft Leute, die sagen, okay, warte mal, der Aaron interessiert mich noch privat. Was macht der? Blöd gesagt, jetzt hat er Kinder. Was macht er so? Treibt er Sport? Was arbeitet er? Was macht er so? Soll uns mal mitnehmen. Das wäre so eher das gewesen. War aber auch nicht meine erste Wahl. Aber ich wollte die Option geben. Ratschläge und Co. Ich höre dir zu. Kennt ihr Domian? Die Zuschauer aus Deutschland, aber ich glaube, er war aus Österreich. Verurteilt mich nicht. Aber ihr kennt, glaube ich, Domian. Wenn ihr Domian googelt, das war so ein Herr, der hat, glaube ich, jetzt auch aufgehört. Das war mal so eine Show, die lief, glaube ich, um 1 Uhr morgens. So ein älterer Mann, toller Typ, Ehrenmann, wie man so schön sagt. Der hat immer telefoniert, abends, gratis, mit Leuten, die hatten Probleme. Die haben sich dann auf gut Deutsch ausgekotzt, ob es um Vergewaltigung ging, Missbrauch in der Ehe, körperliche Gewalt, ich bin verliebt in den und den, aber niemand darf es wissen. So, der hat einfach zugehört, Ratschläge gegeben, top Sachen. Und das ging so mehr in diese Schiene. Na? Wenn ihr irgendwie ein Thema habt, wo ihr sagt, ich würde das gerne einfach mal mit dir besprechen, vielleicht auch im Rahmen von einem Interview, jetzt Corona-bedingt, per Zoom, Meetings und wie das alles heißt, Skype und so weiter, dann halt vielleicht so, dann wäre das jetzt noch eine Option gewesen. Und zu allerletzt, eine Mischung aus allem Oberen wäre perfekt. So, das waren die Auswahlmöglichkeiten. Ihr habt sage und schweige wirklich krass abgestimmt. Und das hat mich wirklich ein bisschen verwundert. Ich habe mir das auch notiert. Ich blende das Ergebnis jetzt nochmal ein. Es sollte jetzt hier erscheinen. Da, guckt es euch an. Ich hoffe, man kann es sehen. Genau. Und was jetzt interessant ist, wie man sieht, hat ganz klar weiter mit Videos zu den Zeugen Jehovas gewonnen. Ihr wollt, dass ich weitermache mit Videos zu den Zeugen Jehovas. Auf Platz 2 ist dann unten eine Mischung aus allem Oberen, wäre perfekt. So, ich habe mir jetzt erstmal notiert, damit wir das klarstellen können. Was mich sehr, sehr interessiert ist, ihr, wo abgestimmt habt, vor allem mit Videos zu den Zeugen Jehovas, bitte tut mir den Gefallen, jetzt oder nach dem Video,
Und schreibt mir runter in die Kommentare, warum? Warum möchtet ihr, dass ich weitermache mit Videos zu den Zeugen Jehovas? Warum ich? Ja, ich weiß, es gibt genug auf YouTube, jetzt auch im deutschsprachigen Bereich, wo, na gut, nicht permanent, aber es gibt genug Leute, die Videos machen zu den Zeugen Jehovas, die kauen jedes Thema durch, wo sie finden können. Warum ich jetzt nochmal? Habt ihr es noch nicht begriffen? Wollt ihr es nochmal hören? Wollt ihr es auf meine Art hören? Was mache ich anders? Das nimmt mich so Wunder, weil das ist ja das ist der Löwenanteil der Umfrage, war das Ergebnis dort oben. Warum? Bitte kommentiert es mir in die Kommentare, es ist mir verdammt wichtig. Warum soll ich weitermachen mit Videos zu den Zeugen Jehovas? Was habt ihr noch nicht gehört? Was empfindet ihr? Haben die Leute noch nicht genug Infos bekommen? So, es nimmt mich so Wunder. Wirklich, ja? Ja. So. Und dann habe ich mir natürlich auch direkt notiert, meinen persönlichen Grund, wieso ich nicht mehr nur, Betonung auf nur, nicht mehr nur Videos machen möchte zu den Zeugen Jehovas. Mein persönliches Empfinden ist einfach das, und das habe ich euch auch nochmal, ja gut, wir müssen ja nicht mehr zurück, habe ich euch in einem Video gesagt, wo ich sage, ich höre auf damit. Ich finde, für mich persönlich, ohne jemanden jetzt, ja, was heißt angreifen zu wollen, einfach schlecht reden zu wollen, ist ja nur meine Meinung. Ich für mich finde, es ist ein Widerspruch, ja. Ich habe angefangen mit YouTube, also hauptsächlich, weil meine Mutter mir auch nochmal so die Augen geöffnet hat, weil ich Informationen hatte, die sonst so noch niemand hatte, sprich auch so noch nicht rübergebracht hat. Ja, ich weiß noch, einer hat ganz unten, das werde ich nie vergessen, in einem Kommentar geschrieben, eine Frau, glaube ich, war das, ja, danke, dass es dich gibt, dass du so redest und wie du bist, weil mein Mann hört jetzt auch extra endlich mal was, wenn es um das Thema Zeugen und so Sachen geht auf YouTube, jemandem zu, weil du Männersprache redest. Das freut mich extrem, sowas zu hören. Wenn ich mich abhebe von anderen und nicht auch auf einer Schiene bin, monoton, langweilig, vielleicht irgendwie eine Stunde lang in die Kamera gucke und als wären wir in einem Schminktutorial und so, das ist doch langweilig, in meinem Empfinden, so. Und der Grund, warum ich mich dazu entschieden habe, keine Videos mehr primär, also wirklich in erster Linie an Zeugen zu machen, ist, ich habe viele Sachen gezeigt. Langsam, finde ich, gehen die interessanten Themen aus. Ja, wir wissen, die Zeugen Jehovas haben Kindesmissbrauch in ihren Reihen. Das wissen wir, oder? Weißt du es nicht? Ich bezweifle das. Du weißt es bestimmt. Guck dir mein Video an, guck dir Videos von anderen an. Gib nur einen YouTube-Zeugen Jehovas Kindesmissbrauch und es kommen Dutzende. Child Molesting, Englisch, zack, dann kommen Dutzende. Also das Thema ist durch. Warum soll ich noch Videos dazu machen? Ist doch langweilig, um mich selbst, mein Ego zu pushen, damit ich ein Video mehr habe auf meinem Kanal. Das bin ich nicht, habe ich euch vor ein paar Minuten schon gesagt, ja. Das Thema Mobbing mit den Zeugen. Hier in der Schweiz, ich sitze hier, ich bin hier. Ich habe das recht blöd gesagt, das hat jeder, aber ich bin ja sogar hier an der Front. Ich habe darüber berichtet, gezeigt, war ein aktueller Fall, gut. Soll ich jetzt in einem Jahr wieder ein Video machen? Ja, die Zeugen Jehovas betreiben Mobbing. Das wissen wir doch schon. Langweilig. Gay. So, das ist doch... Deswegen, das bin nicht ich. Deswegen, erstmal das Thema, es gibt nichts mehr zu sagen. Ich habe euch gesagt, wenn ein Video mal was Aktuelles kommt, was verdammt wichtig ist. Zeugen Jehovas springen in Massen von irgendwelchen Klippen runter, weil... die haben dort unten irgendwas erkannt und das ist dann das Portal, dann bin ich sofort dabei. Da bin ich sofort drin. Aber alles andere, wir wissen es schon und nur meine Meinung immer wieder zu erzählen, habe ich euch gesagt, damit helfe ich niemandem. Ist ein Kodex, dagegen würde ich dann gegen mich selbst, so das macht keinen Sinn. Und ein ganz großer, und das ist eigentlich so fast schon der größere Punkt, warum ich keine Videos mehr primär zu den Zeugen Jehovas machen möchte, ist, ich habe in dem Video, wie man die Zeugen Jehovas verlässt, in 5 Schritten, das ist immer noch, ich sage in meinen Augen qualitativ noch inhaltlich eines der besten Videos, wo ich gemacht habe, für Zeugen und Nichtzeugen. In dem Video sage ich ganz klar, irgendwann in der Endphase musst du dich abkapseln. Diesen Stempel des Ex-Zeugen Jehovas, ich meine klar in meiner Dings, ich glaube man sieht es auch irgendwo, hier oben, ich möchte nicht hier, Real Talk mit Aaron J., ein Ex-Zeuge was erzählt, aber klein geschrieben, alles drum dran. So, ich kann das auch ändern, falls jetzt in den Kommentaren gleich wieder einer kommt, ja, aber du selber, so, ich kann das auch gerne ändern. Werde ich wahrscheinlich sowieso. 2021 werde ich vielleicht vieles ändern,
Aber wie ich schon gesagt habe, so, ich möchte den Zeugen nicht so viel Aufmerksamkeit geben von meinem eigenen Leben. Leute, ihr lebt nur einmal, soweit bekannt ist. Es ist noch niemand zurückgekommen. Es ist noch niemand zurückgekommen und hat gesagt, hey, wenn du tot bist, übrigens, wir sind dann da und da, oder es ist eine Hölle, bla. Es ist noch niemand zurückgekommen. Ja? Ihr lebt nur einmal. Ihr wart in dieser Sekte drinne, keine Religion, ihr wart in dieser Sekte drinne. Ihr habt Aufklärungsarbeit gemacht. Schön und gut. Ihr habt euch nicht wiederholt. So, alles gut. Und jetzt wollt ihr weitermachen und weitermachen. Die Zeugen Jehovas werden zu deiner Bestimmung. Glaube mir. Die Zeugen Jehovas werden zu deiner Bestimmung. Du hast nichts mehr in deinem Leben außer die Zeugen Jehovas. Obwohl du ein Ex-Zeuge Jehovas bist und du bist ausgetreten und trotzdem, das kann ich jetzt nicht sagen, das ist ein Schimpfwort, aber sieh deinen Kopf. Das ist das, wo ich sage, nein, deswegen erst recht. Ich bin ein Ex-Zeuge Jehovas, ich bin ausgetreten, das weiß ich für mich selbst. So, ich mache YouTube-Videos, habe ein paar Sachen, aber ich möchte doch nicht wie so ein Vollzeitjob oder ein Teilzeitjob hingehen und immer wieder über die Zeugen Jehovas reden, so, ey, so, das bin einfach nicht ich und ich möchte meine kostbare, wertvolle Lebenszeit, die ich nur einmal habe, mit meinen Kindern, mit meiner Familie, Freunden, Bekannten, Verwandten, mit Hobbys, mit allem Möglichen verbringen, aber definitiv nicht mit meinem Fokus auf die Zeugen Jehovas. So? Und deswegen, das merkt ihr auch vielleicht auch immer an der Anzahl Videos, wo ich raushaue. Ich könnte euch jede Woche ein Video raushauen. Heute reden wir über die 144.000. Heute reden wir über das neue Jerusalem. Heute reden wir über die Schafe. Heute reden wir über die leitende Körperschaft. Heute reden wir über, ist Jesus Gott oder nicht. Heute reden wir über den Namen Jehovas. Langweilig, langweilig, langweilig. Ich helfe damit keinem aktiven Zeugen. Ich helfe damit nicht den passiven, einfach nur irgendwelchen Leuten, die mir gerne zuhören. So, und das bringt mich nicht weiter. Und meine Uhr, die läuft und tickt. Und ich möchte nicht irgendwann in 40, 50, 60 Jahren, wer Gott weiß, auf mein Leben zurückgucken und dann sagen so, ja, hauptsächlich hast du dein Leben den Zeugen Jehovas gewidmet. Oh shit, ich bin doch ausgetreten. Ja, aber du hast trotzdem deine Gedanken, dein Fokus war immer bei den Zeugen Jehovas. Scheiß auf die. Und das ist nochmal mein Tipp. Vielleicht wird das Video jetzt gestrikt, ich hoffe nicht, aber trotzdem wirklich, sag's nochmal, scheiß auf die Zeugen Jehovas. Mach dich schlau, aber fokussier dich nicht drauf. Das ist mein Tipp. Immer noch Nummer 1. Ja? Und deswegen, um auf den Punkt zu kommen, Aaron Labertasche, weiter mit Videos zu den Zeugen Jehovas. Das war bei mir ein No-Go. Ja? Primär, hauptsächlich. Wie gesagt, wenn wir was Interessantes finden, was vor allem up-to-date ist, ich bin euer Mann, ich mache ein Video. Sofort, so gut ich kann. Hat sich gereimt. Genau. Das ist mein persönlicher Grund, warum ich nicht mehr Videos nur zu den Zeugen Jehovas machen möchte. Ja? Und jetzt wird es ein bisschen speziell. Ja, ihr habt es vielleicht schon geahnt. Ich will nicht sagen, dass ich normalerweise nicht so bin, weil ich bin auch sehr provokant. Das kann gut mal sein. Das hat, glaube ich, jeder in uns so ein bisschen. Ne? Genau. Was mit dem Thema zu tun hat und das auch dann aufs Ende des Videos einleitet ein bisschen. Ich möchte euch ein Beispiel zeigen von einem Mensch, ich habe es schon angeteasert, wo ich einfach euch genau zeigen möchte, genau aus diesem Grund möchte ich mich nicht auf die Zeugen Jehovas fokussieren oder die Zeugen Jehovas als sogenanntes Sprungbrett benutzen, um, ich sag jetzt mal, Aufmerksamkeit zu bekommen auf mich. Sprich, ich rede heute über die Zeugen Jehovas, aber eigentlich benutze ich nur das Publikum, damit vielleicht ein paar Leute darunter sind, die den Pullover cool finden und jetzt zu Snipes rennen und den kaufen, die meinen Bart, so, wisst ihr, was ich meine? So, aber eigentlich geht es in der Message, mein Hintergedanke ist was anderes als das, was ich erzähle. Und deswegen zeige ich euch jetzt etwas, was mir aufgefallen ist. Seht ihr da, der Aaron macht sich wieder Gedanken, wie soll es weitergehen. Das ist auch schon 2 Monate her, wie gesagt, ich lasse mir Zeit. Und ja, da nochmal ein Dankeschön an euch, genau. So. Ich habe vor 3 Wochen, ja, auch da habe ich mir wieder Zeit gelassen. Ich habe mir vor 3 Wochen, also entschuldigt schon mal, falls irgendwelche Aufrufzahlen, Kommentare und so nicht mehr ganz up to date sind. Ich habe mir Zeit gelassen
wirklich studiert, soll ich das sagen oder nicht? Passt es überhaupt? Und es passt doch sehr gut. Warum will der Aaron nicht mehr weitermachen mit Videos zu den Zeugen Jehovas unbedingt? Dieses Beispiel unter anderem, so möchte ich nicht enden. Ja? Ich habe mir das geschnappt, das ist immer noch aktuell das neueste Video von dieser Dame. Die gute Frau heißt Sophie Jones. Sophie, du kannst mir später danken, dass ich Werbung für dich mache, auch weil dein Buch ja nächstes Jahr, glaube ich, rauskommt. Also, ja, falls die Verkaufszahlen steigen, wie man sagt, alles gut, so habe ich gern getan. Sophie Jones, okay? Ich habe da gepostet, so. Sind die Zeugen Jehovas also wirklich die größte Sekte der Welt? Warum habe ich das gemacht? Nun gut, fangen wir an. Wenn du auf YouTube gehst und gibst Sophie Jones ein, vielen von euch ist ihr Name, ich weiß, und es werden jetzt wahrscheinlich auch wieder Daumen runter hageln, aber es ist mir egal, weil ich bin lieber halte ich zu der Linie und fahre diese Linie, wo ich konstant sage, so bin ich nun mal, als mich zu verbiegen oder euch einfach nur das zu sagen, was euch gefällt. Ja? So. Oder weil es aussieht, oh, der böse schwarze Mann, der greift jetzt dieses kleine Sophie Jones Mädchen an, das ist gemein, so it's a man's world, Frauenpower, Girlpower ist sie auch so, das stimmt gar nicht so. Ich bin da absolut nicht abwertend, gar nichts, aber das hat auch nichts damit zu tun. Es geht mir wirklich darum, dass sie Ex-Zeuge Jehovas ist, so wie ich auch. Aber es geht um ein gutes Beispiel, um euch jetzt kurz zu zeigen, wenn ich weitermachen würde, dann könnte ich so enden und das möchte ich nicht. Ja? Also Sophie Jones hat aktuell 2800 Abonnenten, 32 Videos. Hauptsächlich geht es bei ihr nur darum, dass sie auch erzählt, ebenso willkommen in der Märchenstunde. Ich erzähle eigentlich nur so meine Story und ja, gucken wir mal kurz rein. Ne? Fangen wir an mit dem neuesten Video und zwar eben Zeugen Jehovas. Was mich hier einfach schon gestört hat, es tut mir leid, ich weiß, Thumbnails, also wirklich so diese Bilder von einem Video, sind verdammt wichtig. Wahrscheinlich hat dieses Video dann auch ein interessantes Thumbnail. Sehr provokant vielleicht, wer weiß. Aber ich werde definitiv nie Lügen verbreiten über mein Thumbnail, um Clickbait zu generieren. Sprich, dass mehr Leute draufklicken, wo keine Ahnung haben von dem Thema und sich dann denken, okay, stimmt ja gar nicht, was die sagt. Ne? Bestes Beispiel, das neueste Video. Ist jetzt auch schon wieder 2 Monate alt. Hat inzwischen 10.300 Aufrufe, aber ich glaube es sind sogar 11.000, ist nicht ganz up to date. Wie auch immer. Was mich einfach schon gestört hat, ist die Wahrheit, wo ja relativ ist, aber okay, eben, sie sagt ja nur ihre Story. Die Wahrheit über, und jetzt kommt's, mein Leben in der größten Sekte der Welt. Jeder, der jetzt schon mit dem Thema Zeugen Jehovas zu tun hat, weiß genau, das ist schon Bullshit, einfach, das ist Quatsch, was sie jetzt da redet. Was größte Sekte der Welt? Zeugen Jehovas mit ihren läppigen 9 Millionen auf der Welt oder so sind die größte Sekte der Welt. Ich weiß, ich bin ja jemand, ihr kennt mich, ich würde jetzt Google öffnen und Wikipedia und dann gucken wir uns die Mitgliederzahlen mal an. Aber ich glaube, jeder von euch da draußen weiß, die Mormonen, sogar die Amish People wahrscheinlich, Scientology, alle haben mehr Mitglieder und das sind definitiv Sekten, und haben auch das sektenartige Verhalten wie Zeugen Jehovas, wie jetzt die Zeugen Jehovas. So, und das ist aber, Zeugen Jehovas sind die größte Sekte der Welt. Wieso schreibt sie sowas? Finde ich sehr interessant. Möchte da jemand, dass du draufklickst? Weil sie waren der größten Sekte der Welt. Verdammt, das will ich wissen. Klicken wir mal drauf. Ja, Internet. 11.900 Aufrufe, okay. Ja. Das beste Geschenk war, starte die Pixel-App. Drücke auf Fotobuch. Da haben wir erstmal Werbung. Die Sophie Jones, die will was verdienen. Jetzt die Fotos. Der geht es definitiv aber darum, dass du Hilfe bekommst durch das, was sie sagt. Und das soll nicht gratis sein, da muss man was verdienen. Nur Werbung überspringen. Das ist ja nicht einfach so eine Entscheidung, die man mal trifft, nebenbei, so wie ich kaufe mir jetzt ein Kaugummi. Sondern das ist ja eine Entscheidung, die dein ganzes Leben Das ist die gute. Die jeden Aspekt deines Lebens verändert. Mit Intro, sehr professionell. Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Sophie Jones. So, also wir gucken uns natürlich definitiv jetzt nicht das ganze Video an.
Was ich einfach nur sagen möchte schon mal zum Anfang ist, ihr habt das jetzt gesehen mit der Werbung, ihr kennt meine Einstellung zum Thema Hilfe, zum Thema Zeugen Jehovas und dann aber Werbung schalten. Warum schaltet man Werbung? Warum? Ihr kennt die Antwort. Ich weiß, dass ihr sie kennt. So, man sieht es jetzt leider nicht hier, ne? Man sieht es nicht. Nee, verdammt. Aber auf dem Handy, ihr könnt es sehen, geht in euer Handy und klickt mal das Video an. Da sieht man, wie oft ein YouTuber Werbung geschaltet hat für sein Video. Also wie oft kommt Werbung jetzt in diesen 1 Stunde und 21 Minuten. Die Gute hat, ich glaube, 8 oder 9 Mal Werbung, mit der am Anfang natürlich, Werbung geschaltet dazwischen. Why? Why? Worum geht es dir, Sophie Jones? So. Und krass ist, aber das werden wir jetzt auch nicht gerade machen, das ist in jedem Video von ihr so. Also die verdient wahrscheinlich ein bisschen, ein paar Eurocent daran, ne? Über ihr Leben zu erzählen. Ja, auf jeden Fall, das Video habe ich mir schon angeguckt im Schnelldurchlauf, weil es ist sonst erstens zu langweilig. Ich würde eben einschlafen, wenn da jemand nur so labert. Und zweitens wiederholt sie sich sehr oft, ne? Und redet manchmal wirklich so, ja gut, ich bin ja auch nicht immer besser, ne? So um fair zu sein. Aber was ich jetzt interessant finde hier, alles, was ich euch jetzt zeige von Sophie Jones, bitte, wie gesagt, reflektiert es auf mich. Ja, wir wollen ja jetzt die Frage, aber ich möchte euch anhand von einem lebendigen, einfach nur Frauenbeispiel zeigen, dass ich nicht in diese Richtung gehen werde. Definitiv nicht, weil ich finde das in meinen Augen falsch. Für mich nochmal, ja. So, also wir haben das Video mit diesem größte Sekte der Welt, ist schon mal falsch. Ich glaube, sie sagt sogar ganz am Anfang. Ich bin 25 Jahre alt und komme aus der Nähe von Leipzig. Vor 2,5 Jahren ungefähr habe ich mein allererstes YouTube-Video gemacht. Und zwar habe ich da von meinem Leben und meinem Ausstieg bei den Zeugen Jehovas, einer der größten Sekten der Welt. Moment. Was hat sie gerade gesagt? Einer der größten Sekten der Welt? Liebe Sophie Jones, wieso hast du das nicht in dein Thumbnail, in dein Bild reingemacht? Mein Ausstieg oder mein Leben in einer der größten Sekten der Welt. Warum in der größten Sekte der Welt? Es sind die kleinen Dinge, auf die man achten muss. Und mir fällt sowas auf. Clickbait? Die Aufrufzahlen gucken wir uns gleich an. Vielleicht hat es ja funktioniert, ne? Auf jeden Fall redet die Gute jetzt eigentlich nur wieder über ihre ganze Story. Mit Blutpass und so weiter und so fort. Sachen, die jeder schon kennt. Kennen wir schon. Hilft mir persönlich, wenn ich jetzt Zeuge wäre oder Interesse habe und habe mich ja eh schon erkundigt, hätte mir jetzt nichts geholfen. Aber okay, jedem seins. Was ich aber interessant finde, gehen wir nochmal zurück. So. Das ist was, ich habe euch das schon eben gesagt, ich will kein Video machen, wo ich mich ständig wiederhole. Um was geht es dann letztendlich? Vor allem, wenn man nachher Werbung schaltet wie ein Bekloppter. Gehen wir mal zurück. Kann man da, warte mal, nein, man muss erstmal, gehen wir mal auf ihren Kanal, ja, so, Videos. Und wenn wir jetzt ganz zurückgehen, vor 2 Jahren, hat ja die Gute schon gesagt, hat sie ihr Video gestartet, das erste. Sekte Zeugen Jehovas. Die Wahrheit, mein Ausstieg. Kommt euch das bekannt vor? Die Wahrheit über mein Leben in der größten Sekte der Welt. Nur anders formuliert. 2 Jahre später. Warum? Leb dein Leben, leb weiter. Oder geht's um Geld machen? Ich kann mit den Zeugen vielleicht ein bisschen Geld verdienen, weil die meine Videos angucken, kaufen auch mein Buch. Ja, vor 2 Jahren hat sie ihr erstes Video gemacht. Und was mir da definitiv aufgefallen ist, abgesehen mal davon, dass es noch sehr sympathisch war, so, oh. Ui, schon wieder Werbung. Eieiei. Also da verdient man gut, ne? So. Hat sie das Video im Urlaub gemacht, ne? Bikini oder so. Ne? Ist ja keine hässliche, ne? Können wir mal sagen. Ne? So. Und verkauft sich natürlich immer gut, ne? Im Internet. Auf jeden Fall, was ich sagen möchte ist, interessant finde ich hier, das Video wurde, nehmen jetzt mal hier die Fernbedienung als Zeigestock, am 27. Juni aufgenommen, 2018, ja, und hat 36.000 Klicks. Verdammt,
In meinen Augen ist es viel. Für uns kleine YouTuber, ich finde es verdammt viel, okay? So. Das zweite Video. Ja, so, wenn du doch jetzt in dem Sinn, sag ich jetzt mal, bekannt bist, die Leute haben so ein Gefühl für dich bekommen, wo sie sagen, der Mensch, finde ich gut, abonniert, gucke ich mir nochmal an. Bei 36.000 Aufrufen sind das viele Abos. Ich habe nicht so viele Aufrufe auf einem Video, niemals. So, das zweite Video kam am 30.06. 3 Tage, oder? 3 Tage Differenz dazwischen und hat sage und schreibe 5.900 Aufrufe. Das finde ich komisch. Ich persönlich, das finde ich komisch, weil 3 Tage später hat dieser Hype so extrem nachgelassen. Ich weiß, dass die gute Frau, glaube ich, ihre Ausbildung oder sonst was gemacht hat mit Medien und Marketing etc. Und da weiß man, wie man sich pusht eventuell. Von 36.000 Aufrufen auf 5.000 in 3 Tagen. Das ist komisch. Hat da jemand nachgeholfen? Wollte man da vielleicht so seine YouTube-Karriere starten? Pushen? Ist ja nicht gerade unbekannt in dem Umfeld. Ne? Und so geht es immer wieder weiter. Das finde ich komisch. 4.000 Aufrufe, 7.000, dann kommen auf einmal wieder, pushen wir mal wieder 20.000 Aufrufe. Und dann fällt es wieder runter auf 5.000, 2.000, dann kommt wieder 31.000, dann wieder nur 8.000, 12, dann nur wieder 1.000, 2.000. Irgendwas ist doch komisch. Pusht man speziell ein paar Videos? Ich meine, jetzt hast du ja auch sogar noch Werbung geschaltet. So. Ich finde das einfach komisch, ja. Das ist mal das eine, ja. So. Bitte immer noch objektiv, sage ich jetzt mal, denken. Wie gesagt, möchtet ihr, dass ich mache weiter mit Zeugen Jehovas Videos, wenn ihr das möchtet. Dann werdet ihr sowas von mir bekommen. Dann werde ich genau so. Guckt mal, so. Das ist das eine. Dann, wir kommen nochmal gleich auf die Videos zurück. Wenn ihr Sophie Jones googelt, habt natürlich schon vorbereitet, klar, Aaron, dann kommt als erstes Sophie Jones, Instagram. Ja, das ist ja aktuell wirklich so schon seit Jahren. Wer kein Insta hat, wer bist du? Du bist nicht mehr modern. Jeder hat Instagram, Facebook und so, wisst ihr? So. Sophie Jones, was kommt dann? Die gute Sophie Jones. 22.000 Abonnenten. Wie gesagt, ich bin klein auf und ich muss sagen, 22.000 Abonnenten sind verdammt viele Menschen. Es gibt Schweizer Influencer, die haben nicht mal so viel Abonnenten. So, die hat 22.000. Okay, finde ich gut. Wie beschreibt sie sich? Girl Power, Fitness, Travel, XJW. Meine Autobiografie, okay. Erlöse mich von dem Bösen, genau. Kauft sie euch, dann, so, kannst mir später danken, Sophie. Genau. Also, für mich, wenn ich jetzt das Profil mir so anschaue, für jemand mit so viel Abonnenten und auf YouTube, Gas, finde ich eh schon komisch, warum hast du so wenig Aufrufe auf deinen Videos auf YouTube? Und vor allem, hier 22.000 Abonnenten auf Insta. Du musst doch nur einmal auf Insta sagen, hey, hier sind, und das machst du ja, glaube ich, hoffe ich doch jedenfalls mal, auf Insta Werbung für deinen YouTube-Kanal, aber auf YouTube sind es nur 2.800. Sind die auf Insta vielleicht gekauft? Ich möchte niemandem was vorwerfen, bleibt jedem offen. Ich finde es einfach komisch. Auf Insta 22.000, hier nur 2.800. Interessant. Was möchte die Sophie Jones? Ich meine, die möchte ja laut ihrer Homepage, kommen wir noch zu, Zeugen Jehovas oder auch Aussteigern ja irgendwo helfen. Wenn man ihr helfen möchte, möchte man ja auch suggerieren und zeigen, ich stehe für das ein. Ich bin ja so aktiv gegen die Zeugen Jehovas in dem Sinne, ich helfe euch. Ich sehe aber, ich blende euch das auch mal gerne ein anhand von Fotos, aber auch hier Instagram,
die helfen mir schon sehr, diese Fotos. Vielleicht ist das so im Paradies, ja, wird der Mensch mit den Vögeln und so zusammen sein, in Frieden, und das Lamm wird beim Löwen so, okay, okay, ja, finde ich, ach so, oh, okay. Nicht schlecht. Also für mich sieht das definitiv aus wie ein Gegner der Zeugen Jehovas, der auf seinem Instagram, wo er 22.000 Menschen erreicht, mit jedem Post probiert, nochmal wirklich seine Hilfe und sein aktives Thema, seine Motivation, nämlich die Zeugen Jehovas, voranzutreiben. Ja, das ist, naja. Oder Option B. Da möchte jemand auf sich aufmerksam machen und vielleicht werde ich ja Influencer oder so demnächst. Ist ja jetzt gerade so beliebt, das zu werden, ne? Krass. Worauf ich hinaus will, Leute, seid nicht dumm, seid nicht blind, und ich möchte nicht so werden. Wie gesagt, für mich ist das typische, das richtige Beispiel, wie jemand aussieht, der den Status, dass er mal vielleicht vor 100 Jahren bei den Zeugen Jehovas gewesen ist und es wahrscheinlich nie richtig gefühlt hat. Wir haben schon mal drüber geredet. Es gibt die Leute, die fühlen das, und es gibt die Leute, die fühlen das wirklich nur so halb und dann hauen sie ja schnell ab und so. Ich glaube, sie zählt eher dazu so. Und die nutzen jetzt diesen Ex-JW-Status und ja, gucke mal, ne? Und auch auf ihrer Homepage, die gute Frau hat ihre eigene Homepage. Gebt euch das. Ja? Über mich, was gibt's Neues? Immer natürlich aktuell. So. Aber natürlich dann immer wieder mit Interviews, Bildinterview. Die gute Frau war sogar bei Sat.1 im Frühstücksfernsehen. Verdammt! Das ist eine richtige Aktivistin. Ich finde, also in Deutschland gibt es niemanden, der mehr gegen die Zeugen Jehovas macht, mit so einer Reichweite vor allem gekauft, wo was gegen die Zeugen Jehovas macht. Ja? Wo immer diese Medien sucht. Sat.1, Bild-Zeitung, jetzt kommt noch ein Buch, eigene Homepage, 22.000 Abonnenten bei Insta, aber dann wieder auf YouTube so wenig, ist komisch, ne? Es gibt einen jungen Mann in Deutschland, der ist der bekannteste Ex-Zeuge Jehovas, beziehungsweise aufgewachsen bei den Zeugen Jehovas, der könnte sowas machen. Und das wäre eine Riesenreichweite, und lustig, der macht das nicht. Warum wohl? Weil sein fucking Leben weitergeht. Kennt ihr ihn? Viele wissen's. Oliver Pocher. Ja, der Oliver Pocher. Ja? So. Riesennummer, den kennt jeder Typ. Geiler Typ. So. Warum macht der das nicht? Warum hat der nicht hier seinen YouTube-Kanal und nutzt seine Reichweite, um gegen die Zeugen aufzuklären zum Beispiel, ja, gegen seine eigenen Eltern, so, seinen Vater, tretet mit ihm sogar im Fernsehen auf und so Sachen. Wisst ihr, was ich meine? So, einfach, das ist ein Beispiel, wo ich euch zeigen wollte, Aaron macht alles. Vorher höre ich auf mit YouTube und nehme nie wieder das Wort Zeugen Jehovas in den Mund, bevor ich sowas hier mache. Ja? 10-mal Werbung schalten auf ein Video. Hier sind es extrem viele bei Insta Abonnenten, hier aber dann nicht. Dann haben wir hier so ganz komische, schwankende Zahlen. Ganz, ganz komisch. Und zum Abschluss, und dann haben wir es schon, was ich euch noch zeigen wollte, so um das Ganze nochmal zu bekräftigen. Ihr könnt letztendlich glauben, was ihr wollt. Hört zu, wem ihr wollt. Na? Das ist euer Ding, womit ihr eure kostbare Zeit füttert und wem ihr Klicks gibt und so weiter und so fort. Oder euer Geld durch Werbung indirekt. Was ich interessant finde, schauen wir uns mal an. Sie hat angefangen vor 2 Jahren, immer schön rege gepostet, gemerkt, okay, ein paar Aufrufe sind da. Ja, dann kamen wieder diese überdimensional großen. Aber dann hat sie zum Beispiel jetzt so im Vergleich zum letzten Video, hat sie über 1 Jahr lang dann fast Pause gemacht und nichts gemacht. Wieso? Vielleicht, Frau Jones, können Sie auch hier unter dem Video sich der Diskussion teilnehmen und mal was dazu sagen, warum Sie so lange Pause gemacht haben. Ich meine, es gibt ja immer was zu erzählen. Sie sagt selber, sie ist eine Quasselstrippe, die alte Katze. Ne? So, das ist mal das eine.
Und sie sagt auch im neuen Video, sie wird jetzt wieder mehr Videos machen und definitiv und ne. Bis jetzt ist noch keins gekommen. Ist jetzt auch schon wieder 2 Monate alt. Fehlen noch ein paar Aufrufe, ein paar Abos. Wer weiß. Ne? Vielleicht hat man auch genug zu tun jetzt in der Weihnachtszeit. Was ich euch auf jeden Fall noch zeigen möchte ist, und das ist so für mich ein sehr großes Argument zu sagen, okay, da möchte jemand wirklich einfach die Zeugen immer noch als Sprungbrett benutzen für sich selbst. Und zwar 2 Sachen. Wenn du ein Influencer sein möchtest oder irgendwie in diese Richtung, weil sie sagt ja auch, sie hat mit Fitness zu tun und so weiter und so fort. Ich habe jetzt noch nie ein Video gesehen aus dem Gym, auch nicht auf Insta irgendwie, aber okay. Was macht man dann? Man fängt an mit Vlogs oder man postet oder macht Videos über sich selbst, oder? Also Vlog, ne? So. Das hat natürlich unsere Sophie Jones auch gemacht. Ja? Das fing dann schon hier an. Karibiktraum auf, ja, so, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Philosophie, Part 2, Glück, Freundschaft, Alleinsein. Ja? So. Oder haben wir noch was, wo es um sie selbst geht? Krank, perverser Spanner auf Malta, ekliges Erlebnis. So, also es gibt auch Videos, wo sie probiert hat, Leute, zeigt, dass ihr euch interessiert für mich. Ich rede heute gar nicht mal, ich nehme es nicht mal in den Titel von meinem Video über die Zeugen Jehovas. 3000 Aufrufe. Happy New Year. 1400 Aufrufe. Was bisher geschah? 1000 Aufrufe. Die Leute interessieren sich irgendwie nicht für mich. Scheiße. Direkt Zeugen Jehovas, ganz normal, mein Ausstieg, Kontaktverbot. 29.000 Aufrufe, da geht's wieder ab. So, wisst ihr, was ich meine? Und auch da wieder so mit Obacht, mit Vorsicht zu genießen, weil von 29 auf wieder nur 11 und dann auf einmal wieder 2500. Es gibt Neuigkeiten, meine Story im Sat.1 Frühstücksfernsehen, im großen deutschen Fernsehen. Riesensache. Das muss doch eigentlich schon Klicks geben, nur weil Sat.1 so, die Zuschauer, 2500 Aufrufe. Da stimmt irgendwas nicht. Freundschaft und Beziehung. 3000, so. Ja. Sehr, sehr komisch, oder? So. Und abgesehen jetzt mal davon, dass die Videos aber eben jedem seins, jeder darf seinen Inhalt natürlich selber bestimmen. Wie gesagt, ich zeige das nur hier, um euch zu zeigen, ich möchte nicht so werden, ich betone nochmal, es geht immer wieder nur um ihre Meinung. Es sind keine Fakten. Ne? So, wo haben wir wieder was über die Zeugen? So, vor allem eben, es wiederholt sich ja immer. Mein Ausstieg und Kontaktverbot. Fragen und Antworten zu Zeugen Jehovas. Verboten, Ausschnitt, Minirock und Tattoos. So fühlt sich ein Zeuge Jehovas. So, Weihnachten feiern als Zeuge Jehovas. Mein Gott, wir kennen die Themen schon. Jemand, der sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, der weiß, Zeugen Jehovas feiern kein Weihnachten. Bums, aus, Ende. Wir wissen's, oder? Weißt du es noch nicht? Dann klickt bitte jetzt auf das Video von vor einem Jahr mit nur 2000 Aufrufe, da könnt ihr ein bisschen noch gebrauchen. Weihnachten feiern als Ex-Zeuge Jehovas. So. Oder als Ex-Zeuge Jehovas. Genau, so eben, es interessiert die 2,6. Komisch. Und was ich sehr, sehr schade fand und vielleicht auch für deine Zukunft, Sophie, ich weiß, du siehst das Video und dir wird das vorgeschlagen. Einfach als Verbesserungsvorschlag und das steigert dann vielleicht auch die Glaubwürdigkeit. Poste doch nicht, wenn es um wirklich wichtige Dinge geht, ja, wo Menschenleben sogar von abhängen oder betroffen sind, aktiv. Dann poste doch nicht einfach eiskalt irgendein Video wie hier, Kindesmissbrauch bei Zeugen Jehovas Razzia, Report Mainz, Zeugen Jehovas vertuschen, irgendwie so. Wie gesagt, die Reportagen, die sind super. Aber bau sie doch ein in dein Video. Oder rede in deinem Video dazu und sag noch etwas dazu, zähl Fakten auf, Gerichtsurteile, Geldbeträge, die gefallen sind und so. Einfach du, deine Nähe und nicht einfach eiskalt ein Video posten, weil ich dachte dann so, okay, das ist bestimmt nur wieder die Dame kennt sich ja aus. Die hat bestimmt das nur als Thumbnail benutzt, als Foto, aber wenn man draufklickt, dann redet sie bestimmt darüber. Ein bekanntes Muster zu sein innerhalb einer Gemeinde. Eine 7-minütige Reportage und ja, so, okay, dankeschön. Mich hätte deine Meinung da interessiert, Sophie Jones. Ja? Ja, nun gut.
So viel zum Thema Frau Jones. Eben, ihr wisst es jetzt, ich werde nicht die Zeugen Jehovas als Sprungbrett für irgendwas benutzen und eben meine Zeit ist zu kostbar. Ja? Dass ich mich irgendwelchen Themen widme und merke dann, okay, läuft nicht und so. Und nee. Also, wenn ein Thema kommt über die Zeugen, wenn überhaupt, ja, dann wird es was sein, wo ihr sonst so noch nicht groß gehört habt. Ja? Gut. Und eben, Sophie, denk an mich, wenn dein Buch verkauft wird. Du kannst auch gerne spenden. Aber ich werde keine Videos hier mit Werbung voll spammen. Das geht gar nicht. Ja, okay, dann wären wir schon am Ende. Ne? Eben das Umfrageergebnis, das habe ich euch schon gezeigt. War sehr interessant. Und ich möchte deswegen hier und jetzt sagen, wie geht's weiter? Es geht so weiter. Ich werde mich jetzt erstmal definitiv darauf konzentrieren, diesen Punkt anzuschauen, nämlich das zweithöchste Ergebnis, nämlich eine Mischung aus allem Oberen wäre perfekt. Ich hoffe, für euch geht das in Ordnung. Es sind ja dann auch die weiter mit Videos zu den Zeugen Jehovas Stimmen irgendwo mit inbegriffen. Ja, das heißt nicht, der Aaron hört komplett auf, aber gibt mir was Geiles, gibt mir was Gutes, gibt mir Reportagen, sagt mir, ich soll auf irgendein Video reagieren oder so, irgendwie in meinem Stil, ihr kennt es, okay? Aber es geht nicht mehr primär nur noch um Zeugen Jehovas. Ich habe schon ein Video in der Pipeline, sagen wir es mal so, das wird bald kommen, vielleicht sogar noch dieses Jahr. Ich sag noch nicht, um was es geht, aber ich sag mal so, die da oben werden definitiv nicht enttäuscht sein, okay? So, wie geht's nun weiter? Ich habe mir ein Konzept ausgedacht, vielleicht hat es auch schon irgendjemand mal gehabt, weiß es nicht. Ich habe es mir aufgeschrieben und dann wären wir am Ende. Ich werde jetzt eine Mischung machen aus allem Oberen, wirklich, ja, so läuft es jetzt in der Zukunft ab. Und zwar machen wir es so, ich werde in dieser Community, und deswegen ist es so wichtig, ja, in der Community werde ich jetzt regelmäßig Umfragen posten mit 3 Themen. 3 Themen, die euch aber wahrscheinlich vielleicht wichtig sein könnten. Warum wahrscheinlich? Ich hoffe, und ihr macht alle mit, ich zähle auf euch, wir wollen nicht wie Sophie enden, ihr schreibt es in die Kommentare. Themen, die euch interessieren. Dann habe ich von eurer Seite auch Themen. Es muss nicht nur um Zeugen gehen. Es kann auch um das Thema gehen, wie ist die Rolle der Frau in der Religion, bei denen, in der Gesellschaft, generell auf der Welt heutzutage. Wie gesagt, wir müssen nicht über die Zeugen reden, wir müssen nicht über Religion reden, wir können über alles Mögliche reden. Und vor allem, als Beispiel, ist Jesus Gott oder nicht? Ein Riesenthema. Meine Meinung dazu. Anhand erklärt wieder, wie ich aber auch bin. Ich komme dann und zeige euch Sachen. Ja, so. Es wird Themen geben, ihr könnt sie in den Kommentaren bringen, ich werde mir auch welche ausdenken und dann poste ich es in die Community. Die 3 besten Themen, wo ich finde, und ihr stimmt ab, über welches von diesen 3 Themen wird das nächste Video dann aufgenommen werden und dann werde ich ein Video dazu machen und euch natürlich informieren. Ich hoffe, das ist eine gute Idee und so werde ich auch euch weiterhin füttern, sage ich jetzt mal, mit Videos, die eurem Geschmack entsprechen und wo auch interessant sind und wo es vielleicht so auch noch nicht gab. Und gleichzeitig seid ihr aktiv dabei und seid mit eingeschlossen. Ja? Also ihr habt was zu tun, ihr dürft abstimmen. Ja? Ich finde, das ist noch recht fair. Ja. So, Skript fertig. Der Schnee fällt immer noch nicht. Ich hoffe, ihr hattet wirklich auch so eine schöne Schneezeit. Ganz kurz, bei uns hat es jetzt angefangen zu regnen und jetzt ist schon wieder alles vorbei. Ja. Aber der Schnee wird wieder kommen, es ist eiskalt. Von daher bleibt gesund und munter. Nehmt euch meine Worte bitte zu Herzen. Vergisst nicht, der Aaron macht seine Videos immer mit einem Funken Humor. Und auch Sophie, wenn du das jetzt gesehen hast, geh jetzt nicht hin und heul rum oder fühle dich angegriffen. Wie gesagt, mach weiter so wie bisher. Ich musste den Leuten einfach, weil du bist so im deutschsprachigen Bereich gerade einfach diejenige, wo ich gesagt habe, okay, das passt wie Faust aufs Auge. Ich möchte einfach nicht so enden und ich muss den Leuten erklären, wenn ich weitermache mit Zeugen, oder warum weigert der Aaron sich weiterzumachen mit Zeugen Jehovas Videos? Ja, genau aus dem Grund. Weil dann komme ich so in dieselbe Schiene rein wie das und für mich ist das einfach nicht aufrichtig. Es tut mir leid. So,
Genau. In diesem Sinne, wir hören uns demnächst. Ich halte euch auf dem Laufenden. Wie gesagt, abonniert, wenn ihr noch nicht abonniert habt, die Glocke, damit ihr auch wisst, okay, der Aaron hat jetzt in der Community was gepostet. Und dann kommen bestimmt demnächst die ersten Umfragen mit 3 Themen. Ihr könnt abstimmen, über was wird der Aaron das nächste Video machen. Das nächste Video ist schon, wie gesagt, beschlossene Sache. Das ist ein heißes Thema. Ich würde euch so gern, aber ich darf noch nicht. Nein, ich darf noch nichts sagen. Aber bleibt dran, ohne Witz. Das wird sehr, sehr interessant. Und ich glaube, da werden, vielleicht kriege ich damit vielleicht sogar rechtlich Probleme aufgrund von Aussagen. Aber gut, wer weiß. Wir werden sehen. Ihr wisst, ich nehme kein Blatt vor den Mund. Wir machen so weiter, wie bisher. Genießt den Winter und falls wir uns nicht vor Weihnachten nochmal sehen, wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit. Mit eurer Familie, falls das geht, Corona-bedingt. Dass ihr alle gesund bleibt. Und ja, wir werden uns bald wiedersehen, okay? Macht's gut, bis bald, euer Aaron. Ciao.